Jeder Account bekommt ein CS-Pad. Ja, aber wie gesagt, man weiß noch nicht sicher, ob es wirklich permanent ist. Aber normalerweise schreiben die das dazu, wenn es nicht permanent ist. Deswegen gehen ja die meisten Leute davon aus, dass es permanent ist. Weil bei einem Event zum Beispiel schreiben sie auch dazu Set XY, Pet XY, Klammer auf, 30 Tage, 7 Tage. Und da haben sie gar nichts dazu geschrieben und es wurden schon 2 Ankündigungen gemacht. Die Ankündigung, dass es das Pad gibt und die Ankündigung, dass der erste Meilenstein, wo man das Pad bekommt, freigeschaltet wurde. Und in keinem von beiden steht drin, dass es ein 30-Tage-Pad ist. Und man müsste ja meinen, dass sie das mittlerweile mal dazu geschrieben hätten, um irgendwelche Unklarheiten zu beseitigen. Damit die Leute sich dann eben nicht verarscht fühlen, wenn es dann nicht permanent ist. Also ich denke mal, das hätten sie mittlerweile mal dazu geschrieben. Man weiß es aber nicht sicher. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie tatsächlich durch CS-Pads gar nicht mehr so viel verdienen. Cash-Up-mäßig. Also ich denke, das Hauptgeld, was sie durch CS-Pads machen, ist Serverstart logischerweise. Und daran wird sich ja nichts ändern. Nächster Serverstart kommt ja sowieso. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das komplette restliche Jahr so gut wie gar kein Geld mit CS-Pads machen. Also das halt nur die Leute, die halt irgendein CS-Pad super süß finden oder so, sich vielleicht ein neues kaufen. Und diese Leute werden das halt auch weiterhin machen. Weil die haben ja jetzt auch schon ein CS-Pad. Also ich schätze mal, es wird egal sein, tatsächlich. Es gibt ja eh viel zu viele CS-Pads im Spiel. Deswegen sind die ja auch so günstig. Kawaii des CS-Pad One-Chen. Weil wenn jetzt ein neues, super cooles CS-Pad rauskommt und du bist für sowas empfänglich, also du Axolotl zum Beispiel, du kommst dann so ein super süßes oder super cooles CS-Pad und du bist jemand, der auf sowas total abfährt, spielt es dann wirklich eine Rolle, dass du schon ein CS-Pad hast? Höchstwahrscheinlich nicht, du wirst es so oder so kaufen. Und du hast höchstwahrscheinlich, wie gesagt, auch schon eins. Und zum Serverstart vom FEC kaufen die Leute sich auch so oder so wieder eins. Entweder ein CS-Pad direkt oder eine von den Kisten, eine von den Boxen, Anfängerpass, whatever, wo ein CS-Pad drin ist ja egal. So oder so wird auf jeden Fall Geld für CS-Pads ausgegeben. Und das wird wahrscheinlich relativ egal sein. Vor allem jetzt ist ja auch das Ende vom FEC dann, also bis wir dieses CS-Pad bekommen. Also man kennt die ja, das wird jetzt ja nicht innerhalb der nächsten 1-2 Wochen passieren wahrscheinlich. Also vermutlich frühestens September, vielleicht sogar erst Oktober oder so. Also wird das ja dann für den FEC keine Rolle mehr spielen. Und dann, wie gesagt, während der FEC nicht läuft, werden sowieso so gut wie keine CS-Pads gekauft. Von dem her, denke ich mal, spielt das keine wirkliche Rolle. Und die zweitgrößte Gruppe, die CS-Pads kauft, sind wahrscheinlich die Leute, die neu anfangen zu spielen. Und da ist ja das Gleiche. Dieser Code wird ja nur eine begrenzte Zeit verfügbar sein. Sobald der Code nicht mehr da ist, kriegst du kein gratis CS-Pad mehr. Das heißt, jeder, der danach anfängt, und es werden ja tausende Spieler sein, die immer wieder anfangen. Oh Gott. Und die werden sich halt auch immer noch eins kaufen dann. Ich schätze mal, so ähnlich sieht die Rechnung aus. Also könnte schon sein, dass es permanent ist. Aber ich glaube es erst sicher, wenn ich es sehe. Tausende AO8. Ich habe nicht den Zeitraum gesagt, du dreckiger Hater. Ich habe nicht gesagt, in welchem Zeitraum Tausende. Ey, my boy, Mythic Silver Bowl, let's go.